Also ich war da mit Leuten aus Deutschland und es war ganz gut, weil wir das gleiche Problem sozusagen gehabt haben, und zwar, dass man da wirklich sehr wenig verstanden hat. Wie geht es eigentlich einem Deutschlernenden in Österreich? Das haben wir Aleš gefragt. Er erzählt uns heute, wie seine Zeit in Österreich war und wie es ihm mit dem Dialekt in Österreich gegangen ist. Los geht's. Hallo Aleš, schön, dass du heute Zeit hast. Hallo Verena, es freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Schön, ja wirklich, uns freut wirklich, dass du dir halt Zeit genommen hast und dass wir heute gemeinsam sprechen können. Erste Frage, wie geht's da? Heute ist bei uns in Tschechei ein ganz sonniger Tag. Der Herbst ist fast da, also das Wetter ändert sich ganz, aber es ist noch sehr warm. Also ja, mir geht's heute deshalb sehr gut. Sehr schön. Freut uns. Super. Gut, also wir haben ja vorab schon gesprochen und wir würden gerne mit dir heute ein bisschen darüber sprechen, wie du zum Deutschlernen gekommen bist, wie du auch Dialekt gelernt hast, vor allem auch Verstehen gelernt hast und ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht für die Strategien waren und wo du vielleicht auch Schwierigkeiten gehabt hast und wie du das gelöst hast. Fangen wir vielleicht für alle, die zuhören, an damit, dass du dich kurz vorstellst. Kannst du uns kurz sagen, woher du kommst, was vielleicht deine Muttersprache ist und was du vielleicht auch so mit Lernen zu tun hast, also ob du schon viele Sprachen gelernt hast, ob dir das immer leicht gefallen ist oder auch nicht. Genau, und dann haben wir noch ein paar Fragen vorbereitet. Okay, also grüß euch, ich bin Aleš und ich komme aus Tschechei oder aus Tschechien, aber in Österreich sagen viele Menschen Tschechei, also ich sage so auch. Und ich bin also Sprachenlehrer, das heißt, ich unterrichte Deutsch und Englisch als Fremdsprache. Und Fremdsprachen im Allgemeinen sind für mich wirklich ein Hobby, was ich sehr gern mache. Ich lerne noch dazu Französisch und Spanisch. Also ja, ich bin wirklich begeistert darüber. Und ich dolmetsche auch zum Beispiel an einer Klinik, die sich mit plastischen Operationen beschäftigt. Zu uns kommen viele Kunden aus Österreich. Und ich bin da vor der Operation, da muss ich das Gespräch mit dem Arzt dolmetschen, was ganz interessant für mich ist. Und ich muss auch die medizinischen Begriffe kennen. Also mir interessiert nicht nur das Lernen, sondern auch Übersetzen, Dolmetschen und viele Bereiche durch die Sprache zu entdecken. Das ist für mich ganz wichtig. Also. Super spannend. Also, das ist gut so, oder? Beeindruckend, ja. Wenn Leute so eine Leidenschaft für Sprachen haben, ich glaube, die Verena und ich können das sehr gut nachvollziehen. Und wenn man echt sich so viel damit beschäftigt, Sprachen zu lernen, wie du ja gesagt hast, nicht nur vielleicht unterrichten, sondern auch übersetzen und dann eben die Sprache verstehen, die Kultur dahinter verstehen. Also es ist richtig, richtig cool, was du machst. Schön. Und da sieht man einmal, wie wichtig eigentlich die Sprache ist, wenn man braucht einfach für jede Kommunikation, muss man sie verstehen, und da sieht man mal, wie wichtig das ist, dass man die Sprache sprechen kann. Also echt super. Apropos Sprache sprechen, du sprichst ja super Deutsch. Wie hast du Deutsch gelernt? Wie ist das losgegangen? Was war da so dein Weg? Also das war zunächst wirklich eine pragmative Entscheidung. Das war schon an der Grundschule, als ich in der 6. Klasse war. Und da hat man eine andere Sprache neben Englisch auswählen müssen. Und uns wird in Tschechei gesagt, dass Deutsch sehr wichtig ist, weil Österreich und Deutschland unsere wichtigen Geschäftspartner sind. Okay. Also deshalb habe ich mich dann dafür entschieden. Aber dann hat es mir angefangen zu gefallen, einfach. Und an der Grundschule habe ich nicht so gut geredet. Am Gymnasium war es schon ein bisschen besser. Da habe ich die Matura gemacht aus dem Deutschen, aber es war nicht so
So das Niveau war nicht so hoch, würde ich sagen, aber es ging. Aber es hat sich ganz geändert an der Uni, wo ich auch Deutsch studiert habe. Und insbesondere was mein Erasmus in Linz angeht, da habe ich wirklich sehr viel gelernt, als ich die Gelegenheit gehabt habe, im Ausland zu wohnen für eine gewisse Zeit und wirklich die Sprache immer täglich verwenden zu müssen. Also das hat mir ganz geholfen. Ja. Das ist echt spannend. Cool. Weil du jetzt gerade Linz erwähnt hast, warst du auch mal länger dann nachher nochmal oder ist das quasi die Zeitspanne, die du in Österreich gelebt hast oder hast du mal anders mal auch noch länger in Österreich gelebt? In Österreich bin ich schon davor gewesen. Ich war in Wien nur. Schon als Kind bin ich da gewesen, aber also, ja. Und aber was den Aufenthalt im Ausland angeht, da war ich nur in Linz und das war also ein halbes Jahr bin ich da gewesen. Da habe ich an der PHO studiert. Also ja, da habe ich an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich studiert und ich habe auch die Gelegenheit gehabt, am Gymnasium zu unterrichten. Nämlich Englisch habe ich da unterrichtet, aber da bin ich im Kontakt mit den österreichischen Lernern gewesen. Also habe ich immer Deutsch verwenden müssen und ja. Kannst du dich nur an den Moment erinnern, weil du hast eben in Deutsch maturiert, schon Deutsch kennen, wo du dann nach Österreich gekommen bist und dir dachtest, okay, das ist nicht ganz das Deutsch, das ich vielleicht in der Schule gelernt habe. Also wie war das? Oder hast du das gewusst, okay, da gibt es Dialekte, die ich verstehe vielleicht nicht, oder war das eher so dieser Schock dann, wo du da warst und dir dachtest, ich verstehe nichts? Wie war das? Ja, also an der Uni hat man schon ein bisschen darüber geredet, aber das habe ich zum ersten Mal schon in Wien erlebt, weil also unterwegs nach Linz, ich muss immer durch Wien und da in Wien kann man schon da hören, dass es total oder ein bisschen schon anders ist im Vergleich zu Standarddeutsch. Also das beginnt alles in Wien schon. Also der Unterschied schon ganz Hattest du schon eine Ahnung, dass es anders wird? Ja. Du bist ja von Wien. In Wien hast du schon gehört, dass der Dialekt schon anders ist oder dass die Sprache schon ein bisschen anders wird. Oberösterreichisch klingt ja wieder ein bisschen anders. Wie ist dir dann gegangen in Oberösterreich? Hast du da sofort alles verstanden oder hast du auch im Standarddeutsch gesprochen oder hast du auch schon Dialektwörter integriert? Wie war das für dich? Also ich war da mit Leuten aus Deutschland und es war ganz gut, weil wir das gleiche Problem sozusagen gehabt haben, und zwar, dass man da wirklich sehr wenig verstanden hat. Was für mich eine positive Überraschung war, dass ich nicht der Einzige bin, obwohl ich nicht Muttersprachler bin. Ja. Und ja, also es war ein bisschen so ganz isoliert, weil die Deutschen, wir haben zusammen geredet und also in Standarddeutsch und dann mit den Österreichern habe ich mich im Dialekt unterhalten. Ich habe da ein paar Menschen kennengelernt, mit denen ich ganz häufig auf Bier gekommen bin, die also am Anfang versucht haben, Standarddeutsch zu sprechen, aber dann ist das Gespräch irgendwie weiter gegangen und sie haben da irgendwie in den Dialekt geswitcht und ja, also dann am Anfang habe ich nicht so viel verstanden, dann vielleicht, ich weiß nicht, 60% oder so. Und dann Schritt für Schritt ist es alles dann besser gelaufen. Und das Wichtigste war für mich wirklich das Treffen mit den Österreichern wirklich. Ja. Was war auch gut für mich war, dass ich da diese Lehrerin gehabt habe und die mir gesagt hat, welche Wörter im Dialekt typisch sind. Und Schritt für Schritt irgendwie, also das Werden war wirklich für mich das Entscheidende, irgendwie alles zu
reinzunehmen. So. Wir hoffen, dass ihr das Gespräch genauso spannend gefunden habt wie wir. An dieser Stelle noch einmal danke Aleš für deine Zeit. Und es gibt noch mehr. Im zweiten Teil erzählt uns Aleš, wie er trotz der vielen Anfangsschwierigkeiten es geschafft hat, den Dialekt nicht nur zu verstehen, sondern auch tatsächlich zu sprechen. Und er verrät uns seine Lieblingswörter im Dialekt. Schaut also gern vorbei beim zweiten Teil. Wir sagen wie immer Danke fürs Dabeisein und sehen uns hoffentlich nächsten Samstag zu einem neuen Video. Wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Dialekt in Österreich doppelt so viel Spaß.